grüß euch, heute ein längeres Video, es war alles am gleichen Tag. Ja. Ja, das hat's gebracht. Das hat's richtig gebracht, das Überholen. Kamikaze-Radler. Der macht bloß seine Arbeit, aber ich finde es interessant. Also ich hab schon lang nimmer so einen kreisligen Radlweg gesehen. Und natürlich muss man dann sein Kahn direkt vor die Haustür stellen, obwohl 20 Meter weiter der Parkplatz ist. Aber der ist halt 20 Meter weiter und nicht direkt vor der Haustür. Hokuspokus, Radweg weg. Kein Stau, der parkt da wirklich. Ja, klar, kann man so machen. Das kann man so schon machen mit dem da drüber fahren, wenn er Trambahn kommt. Da ist eine Abbiegetaschen und keine Ampel für Radler, nur eine Fußgängerampel. Da bin ich halt gefahren, wo frei gewesen ist. Deswegen lasst man Platz zu parkenden Autos. Dankeschön. Busfahrer kommen in dem Video übrigens sehr gut weg. Und das meine ich so, wie ich sag. Ich hab da auf die Autoampel geschaut, die andere hab ich noch gar nicht gesehen. Und wie ich es dann gesehen hab, war ich eh schon auf der Straße, da war's eh schon wurscht. Scheiße. Es gibt ja so Rüttler, die man sich kaufen tut, zum Muskelaufbau. Sowas braucht man in Minga gar nicht, einfach Radl fahren. Zum Teil wärst du durchgeschüttelt, da hast du nicht einmal Pflastersteine, die du zickst. Und ab derer Stelle fährt man sozusagen als legaler Geisterradler alle anderen entgegen und die wissen wahrscheinlich nicht einmal, dass der Radlweg in die Richtung ist. Und wohin das führen kann, das sieht man ja. Der ist uns erst auf der Straße entgegengekommen und ist dann auf den Gehweg gefahren. Da hast du den nicht gesehen. Am Anfang war er bloß halbert drüber, aber da musste er natürlich immer weiter vorrollen. Wieder ein Radlweg ins Nichts. Jo. Kannst ja eigentlich mal nachfragen. Probieren wir's mal. Junge. Servus. War ein bisschen knapp, beim nächsten Mal bitte mehr Abstand. Ja, sehr gut. Schönen Tag noch. Wiederschauen. Deswegen mag ich keine Geisterradler. Braucht eindeutig eine Obenrum schaut die Sache nur ganz gut aus. Untenrum bei die Pedale und Seitentaschen, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht hängen bleibt. ist auch traurig. Da allerdings wird's obenrum auch eng. Der Radler da links fährt ohne Schauen, ohne Handzeichen, der Radlerin vor uns natürlich direkt vor die Schnauzen.
natürlich muss man den Bus über eine durchgezogene Linie, während er links blinkt, überholen. Danke auch an den Busfahrer, dass er vorsichtig gefahren ist und geschaut hat, dass uns sein Arsch nicht in Sicht hängt. Ah, ist rot. Er steht da so blöd, weil er sonst nichts sieht. Blöde Situation, geht aber nicht anders. Meine Meinung. Das war auch ganz schön knapp. Die Markierung auf dem Boden zwingt einen da rechts in die Straße einzubieren. Wenn man nicht mag, wird man zum Geisterradler. Die parken im Einsatz besser wie manch anderer normal. Lassen Sie mich kurz durch, bitte. Danke. Alles gut, ich hab euch verarscht. Ah, Jungs. Mein Gott. Wieder so eine schöne Baustellenführung. Auf der Brücke ist Fußgängerweg und der Radlweg ist natürlich Baustelle, also muss man auf die Straße fahren. Der fährt weder rein noch raus, der parkt. Das Kind wird zum Geisterradler, nur bevor es selber Radl gefahren ist. Hier ist 30 und das ist so schön, wenn sie auch Druck halten wird. Getrennter Rad- und Fußweg. Und dann haben sie es wieder nicht geschafft, nach dem Neipflastern irgendeine Markierung hinzumachen. Immer diese bläden Radlfahrer, die auf der Straße fahren, da ist doch ein Radlweg. Super. Das Überholen selber hat schon passt, ja, aber was hätten sie jetzt gemacht, wenn am Zebrastreifen einer Kummer war? Dann waren sie wieder neben uns gestanden und hätten Black geschaut. Da waren sie natürlich einfach weitergefahren. Oh.
Zum Schluss noch schön für Verwirrung sorgen, also macht's es gut, pfiat euch.